Das Thema Arda Güler ist sehr groß, da möchte ich heute mal ganz Wichtiges zu erzählen. Und es kann nicht noch schlimmer werden. Rodrigo reißt sich oder holt sich einen Kreuzbandriss und einen Meniskusriss. Da gehen wir gleich noch ein drauf. Und ja, mir fehlt nichts mehr ein. Wieder ein Verletzter. WM ist zu Ende, die ganze Saison ist vorbei. Aber wir geben Spieler ab. Verleihen sie, kaufen keinen. Ist doch ganz toll, oder? Hala Madrid, mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr da dabei seid, ne? Yes, so. Rodrigo aus, reißt sich Kreuzband und Außenmeniskus, genau, Außenmeniskus. Ist das nicht toll? Ist doch schön. Was soll ich da noch großartig zu sagen? Ich habe dieses Thema ja schon seit ein paar Tagen oder seit letzter Woche. Wir haben so viel Verletzte. Ich glaube, wir haben richtig schlechte Ärzte oder Sportmediziner oder all die mit denen trainieren. Das muss eine reinste Katastrophe bei uns sein. Also das ist auf jeden Fall nicht Real Madrid-like. Ne? Vielleicht sollten wir mal die Ärzte von der FC Bayern holen und verpflichten. Die werden natürlich bei der FC Bayern nicht weggehen. Aber ganz ehrlich, die Mannschaft ist kaputt. Die ist kaputt. So, dafür holen wir noch ganz ehrlich sehr viel raus. Ne, auch wenn wir gestern ein Scheißspiel gemacht haben, ne, und am Montag, besser gesagt. Also ganz ehrlich, mir fällt eigentlich nichts mehr zu ein. Was passiert da? Dass man mal einen Verletzten hat, dass man aber noch 2, 3 oder vielleicht sogar mal 4 verletzt hat, aber dass alle komplett platt sind. Und Rodrigo, ist der groß gefordert aktuell? Nee. Kann natürlich auch, man muss nicht groß gefordert sein, um irgendeinen Kreuzbandriss zu bekommen oder was auch immer, ne? Aber es ist schon sehr merkwürdig. Wahrscheinlich kommt es wieder raus. Ich habe es bis dato nicht gelesen, weil ich hatte keinen Bock. Ich muss das ehrlich gestehen. Ich hatte einfach gesagt, ich habe keinen Bock. Die Überschrift reicht schon wieder. Deswegen. Wahrscheinlich hat er schon mehrere Monate diese Probleme. Genau wie Mbappé. Genauso wie viele andere. Die Ärzte lassen einfach hier, ihr müsst spielen. Ja, und dann kommt Scheiße bei raus. Ich muss das hier so drastisch sagen. So, genauso wie ich gleich nochmal zu Arda komme, was einige vielleicht ein bisschen falsch verstanden haben. Was ich gestern das Video zum Beispiel. Kommen wir gleich zu. Aber das Ding ist, das hier, wer kommt denn als nächstes? Vielleicht ist Mbappé auch gar nicht erstmal fit mehr. Weil seit Dezember schleppt er schon damit rum. Für Rodrigo tut mir das leid. Vor allen Dingen auch, dass die WM damit weg ist. Das war's. So. Dank vielleicht unseren Ärzten. Was soll ich sagen? Was soll ich denn sagen? Ich kann nur das sagen. Genau das ist doch auch der Punkt. Da müssen Schwachmaten sitzen. Absolute Schwachmaten. Die einfach, oder unser Boss Perez ist ein Schwachmat langsam, dass er sagt, ihr spritzt die fit, die müssen spielen. Ja, das siehst du, was du davon hast. Ich werde irgendwann am Ende der Saison, ich werde eine Review nochmal am Ende dieser Saison auch nochmal machen. Und da wird wahrscheinlich, wir meckern hier so über die Spiele rum, weil die können, außer die Egos, ne, die kommen ja auch noch dazu. Aber ich glaube, der Rest liegt an Vorstand. Und ganz ehrlich, alle reden sich oft über den FC Hollywood in Bayern. Was ist das hier aktuell gerade für eine Fundgrube? Also ganz, ganz schlimm. Ja, schade. Wie gesagt, Rodrigo, Kreuzband und Außenmeniskus durch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und jemand wird hier gefragt, Real Madrids Krise spitzt sich zu. Was nun, Florentino? Ja, was nun, Florentino? Wieso? Wir haben doch genug Spieler. Ist doch alles easy. Ja. Ja, und so einen Trainer lassen wir, da will ich gar nicht erstmal zu sagen. Ich will da einfach nichts zu sagen zu Arbeloa. Ich lasse es einfach so stehen. So, wir kommen jetzt zu Arda. Ich habe ja gestern, das war so ein Titel natürlich, der ist natürlich, ne, ich war sauer, ich habe das nach dem Spiel gemacht, gleich das Video, das musste aber auch so sein. Arda Güler, um das mal kurz klarzustellen, war immer, das hatte ich aber auch gesagt, er hat noch nicht die Leistung, die er sonst hatte. Und natürlich wird er mitgerissen von den anderen Clubs Kalista, die keine Lust haben, irgendwie richtig zu spielen, wird man natürlich mitgezogen. Er war noch mit einer der Besten gestern. Das ist gestern mein Video angeblich ein bisschen falsch rübergekommen. Das ist nicht so gemeint. Ich bin ein großer Arda-Fan, das wisst ihr. Ne? Aber mein Punkt jetzt ist, habt ihr ja auch gesehen, gelesen, ich denke mal, dass ich den Titel so nehmen werde auch. Das Problem, der Junge, warum sollte, selbst wenn er sich nicht anstrengt, selbst wenn er nicht eher sagt, ist mir doch scheißegal, der wurde in der 68. Minute rausgenommen. Und jetzt kommt mir nicht mit Ramadan, bitte, okay?
weil Rüdiger macht auch Ramadan und das sind Profis, die sind eingespielt, die werden aufgebaut, die wissen ganz genau, was sie nehmen, was sie abends noch dies und nehmen. Das geht ja auch gar nicht darum. Also das sollte nicht als Ausrede genommen werden. Ich habe auch schon, oder ich mache auch Sport mit Ramadan und so weiter und so fort. Fakt ist nur, dass er wird immer ausgewechselt. Arda Güler weiß von Haus aus schon, dass er ausgewechselt wird. Da fragt man sich, da kommen ja keine, habt ihr das nicht gesehen? Das hat keiner gesagt. Ich habe das schon wo er das erste Mal durchgespielt hat. Welches Spiel war das? Weiß ich jetzt nicht. Da hat er so gemacht zum Trainer, weil er durchspielen durfte, weil er gemerkt hat, er hat jetzt 5-mal gewechselt. Der bedankt sich schon. Das ist doch traurig, Mann. Also jetzt nicht super nett von Ada, aber es ist doch traurig, dass er das machen muss. Und er wird einfach ausgewechselt. Ich sehe so viele Kommentare von euch. Ja, die großen Gelobten, die können spielen, wie sie wollen. Die haben natürlich Kohle ohne Ende, die machen Werbeverträge ohne Ende. Denen ist das scheißegal, die dürfen durchspielen. Und an Arda Güler, der sich am meisten mit den Arsch aufreißt, der wird immer ausgewechselt. Immer. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. So. Sein Ding der Unmöglichkeit ist das. So, und das ist meine Meinung. Das war gestern, ne? Ich habe nur gesagt, er war ja auch nicht so perfekt. Er hat noch am besten gespielt, aber natürlich, wenn die ganze Mannschaft nicht funktioniert, bringt das ja nicht, wenn einer auf dem Feld da rumrennt wie so ein Wahnsinniger. Wozu? Bringt ja auch nichts. Ne? Das war damit gemeint. Weil kam vielleicht ein bisschen falsch rüber, vielleicht auch der Titel, aber das ist ja eben so. Ne? So, und dementsprechend, aber das muss sich ändern. Und mit ganz viel Pech, ich möchte einfach nicht, dass er weggeht von uns, ne? Ich möchte das nicht. Nur weil irgendwelche komischen Schwachköpfe das nicht auf die Reihe kriegen oder das nicht sehen, seine Qualität oder was auch immer. Also das ist, ne? Wir sehen das ja an Endrick. Der ist on fire im Endeffekt und bei uns wird er ausgeliehen und jetzt haben wir Verletzte. Und. Ich weiß gar nicht, ob man ihn zurückholen kann. Aber es wäre ja so lächerlich. Das wäre der Punkt. Oder die Kerze auf der Torte oder was auch immer. Naja, ihr könnt ja mal eure Meinung unterschreiben. Das ist meine Meinung dazu. Und wenn der Junge kaum spielt, oder was heißt kaum spielt? Er spielt ja. Aber wenn er weiß, er wird so und so ausgewechselt. Was echt schlimm ist. Ja, und Rodrigo, das war's. Es wird immer besser, Freunde. Tja. Hala Madrid, Freunde, lasst mir gern ein Like hier, folgt mir gern, damit wir hier auf die 2000 Follower in dieser kurzen Zeit gehen. Und dann bin ich raus, Freunde, und trotzdem Power, Hala Madrid. Ja, es ist eine Krise, aber da müssen wir durch.